I take my responsibilities very seriously. And if you're not careful, duty can sort of weigh you down an awful lot at a very early age. Mit 80 Jahren. Prinz William hat sich endlich geöffnet. Nicht als Royal, nicht als zukünftiger König, aber als Sohn, verfolgt von der schmerzhaften Wahrheit über die Vergangenheit seiner Mutter. Heute gibt er zu, was so viele seit Jahrzehnten stillschweigend vermutet haben. Kommentar 1. Wenn sie immer geglaubt hätten, Diana hätte Geheimnisse, die nur ihre Söhne wirklich verstehen würden. Oder 0. Wenn sie der Meinung sind, dass die Wahrheit hätte verborgen bleiben sollen. Was hat Prinz William zugegeben? Welche Vermutungen hat seine Enthüllung bestätigt? Tauchen Sie mit uns tief in diese faszinierende Geschichte ein. Offenbarung von Prinz William. Prinz William wurde als Kind von seiner ganzen Familie beschützt und der Rest der Welt empfing ihm Zuneigung. Während seiner Kindheit Prinz William. Andererseits ist der recht beliebte Prinz als Erwachsener ausgetreten, um eine Realität preiszugeben, die viele Menschen fürchteten. Dies ist auf die unglücklichen Ereignisse zurückzuführen, die sich im Laufe seiner Kindheit ereigneten, darunter das Scheitern der Ehe seiner Eltern und die anschließende Scheidung sowie der Tod seiner Mutter, als er 15 Jahre alt war. Im Laufe seines Lebens waren viele Menschen stets davon überzeugt gewesen, dass Prinz William hinter seinem vermeintlich makellosen Leben einen erheblichen Kampf verbarg. Der Grad der Genauigkeit, mit der sie die Situation beurteilten, schockierte sie. Am 26. Juni 1983 wurde Prinz William im St. Mary's Hospital in London geboren. Er war das erste Kind, das König Charles von seinen Eltern zur Welt brachte. Im Vereinigten Königreich bekleidet er die Position des Kronprinzen. Wenn Prinz William in die bemerkenswerteste Familie des Vereinigten Königreichs hineingeboren würde, wäre es logisch anzunehmen, dass sein Leben eher mit einem Märchen vergleichbar wäre. Das liegt daran, dass der Prinz von Wales der Prinz von Wales ist. War es andererseits tatsächlich so? Von dem Moment an, als Prinz William seinen ersten Atemzug tat, bis zu seinem Tod war sein Leben alles andere als durchschnittlich. Sein Leben war außergewöhnlich. Seine Mutter, Prinzessin Diana, war darauf bedacht, ihren Kindern eine bodenständigere Erziehung zu ermöglichen, obwohl sie in einer luxuriösen Umgebung aufwuchsen. Sie war entschlossen, ihren Kindern eine traditionellere Erziehung zu ermöglichen. Sie brachte sie an Orte, die die meisten königlichen Kinder noch nie zuvor besucht hatten, wie Obdachlosenunterkünfte, AIDS-Kliniken und sogar McDonald's, damit sie ein besseres Wissen über die Welt außerhalb der Tore des Palastes und darüber haben, wo sie in Bezug auf ihren privilegierten Status standen. Doch trotz aller Bemühungen konnte sie ihre Kinder vor einigen Dingen nicht schützen. Sie war nicht in der Lage, sie vor einigen Dingen zu schützen. Der stürmische Charakter ihrer Ehe mit König Charles ist beispielsweise ein gutes Beispiel für diese Tendenz. Darüber hinaus überschüttete Diana William nicht nur mit reichlich Aufmerksamkeit, sondern vertraute ihm auch ihre Probleme an und enthüllte manchmal Informationen, mit denen ein kleines Kind nicht klarkommen sollte. Als Diana mit William zusammen war, bezeichnete sie ihn häufig als ihren kleinen, weisen alten Mann und betrachtete ihn eher als einen Vormund und nicht nur als ihren Sohn. Dies sind beide Beispiele dafür, wie sie William sah. Darüber hinaus spürte William trotz seiner geringen Größe die Last der Traurigkeit seiner Mutter auf seinen Schultern, als ihre Ehe mit Prinz Charles brutal gescheitert wurde. Und das, obwohl er jünger war als seine Mutter, obwohl es eine Sache gab, die ihn vielleicht vollständig auf das vorbereitet hatte, was kommen würde, reichte es nicht aus. Prinzessin Diana, die weithin als die am meisten verehrte Königin ihrer Zeit galt, starb am August 1999 an den Folgen eines Autounfalls in Paris. William, der damals erst 15 Jahre alt war, reiste mit seinem Bruder Harry nach Balmoral Castle in Schottland, als sein Vater ihnen die verheerende Nachricht überbrachte. Harry war auch während der gesamten Reise anwesend. Es war auch Harry, der im Moment anwesend war. William konnte den Schmerz,
den er über den Tod der atemberaubenden Prinzessin Diana empfand, nicht ertragen, obwohl die ganze Welt über ihren Tod trauerte. Später gab er zu, dass er sich seit einigen Jahren in einem Schockzustand befunden habe und nicht in der Lage gewesen sei, den Tod der Person zu verarbeiten, die in seinem Leben das Wichtigste gewesen sei. Er fügte hinzu, dass er nicht in der Lage gewesen sei, sich der Realität der Situation zu stellen. In dem Moment, als seine Mutter spurlos verschwand, wurde der junge Prinz unerwartet in die Lage versetzt, ohne ihre Anwesenheit durch die Welt navigieren zu müssen. Der Trauerzug bestand aus Prinz William, Prinz Harry, Prinz Charles, Prinz Philip und seinem Onkel Earl Spencer. Prinz William begleitete die Prozession, als sie hinter dem Sarg marschierte, in dem Dianas sterbliche Überreste aufbewahrt wurden. Während dieser qualvollen Reise sah die ganze Welt zu, wie die beiden jungen Prinzen, die von völliger Melancholie erfüllt waren, ihren Weg durch die Wildnis machten. Dennoch hat es nicht den Anschein gemacht, dass diese Entscheidung sofort getroffen wurde. Nach einiger Zeit sagte William, dass er zu diesem Zeitpunkt hin und her gerissen und zögerlich gewesen sei, ob er an der Parade teilnehmen sollte oder nicht. Er war in Konflikt geraten und besorgt über seine Fähigkeit, beizutreten. Die Worte, wenn du gehst, gehe ich mit dir, wurden ihm von seinem Großvater, dem königlichen Prinzen Philipp, auf eine ebenso freundliche wie freundliche Art verliehen. William gab später eine Erklärung ab, in der er den Vorfall als eines der schwierigsten Dinge bezeichnete, die er jemals in seinem Leben getan hatte. Nach dem Tod von Prinzessin Diana zogen sich Prinz William und Prinz Harry von ihren Pflichten zurück, obwohl sie privat weiterhin mit ihrer Trauer zu kämpfen hatten. Da über mehrere Jahre hinweg keiner von ihnen seinen Schmerz in der Öffentlichkeit zur Schau stellte, gingen alle davon aus, dass sie die Qual überwunden hatten. Dies führte zu der Annahme, dass sie erfolgreich gewesen waren. Andererseits war William überrascht über den unvorhergesehenen Tribut, den die lange Zeit des Schweigens für ihn bedeutete. Während seines Gesprächs über die Schwere des vorzeitigen Todes seiner Mutter kam dem Prinz von Wales eine überraschende Erkenntnis, die aufgrund der erheblichen Auswirkungen, die sie hatte, auf der ganzen Welt nachhallte. In den letzten Monaten äußerte er sich ziemlich offen über die erheblichen Auswirkungen, die der Tod seiner Mutter auf seine geistige Gesundheit hatte, sowie über die Richtung, in die sein Leben von diesem Zeitpunkt an ging. Durch dieses Geständnis haben wir die Chance erhalten, eine Seite von ihm zu sehen, die nur sehr wenige Menschen jemals zuvor gesehen haben. Nur sehr wenige Menschen haben diese Seite von ihm jemals zuvor gesehen. Wir haben gesehen, dass William trotz seiner Berühmtheit als Mitglied der königlichen Familie nicht immun gegen die Probleme war, die er mit seiner geistigen Gesundheit hatte. Das ist etwas, was wir gesehen haben, da er davon ausging, dass es keine Option sei, Verletzlichkeit zur Schau zu stellen, hatte der Prinz seine Gefühle mehrere Jahre lang unterdrückt. Während seines Studiums am Eton College konzentrierte er sich auf seine akademischen Leistungen. Danach setzte er seine Ausbildung an der University of St. Andrews fort, wo er schließlich Kate Middleton kennenlernte, die später seine Frau werden sollte. Der Prinz widmete sich ganz seiner Arbeit in der Erwartung, die Qualen, die er durchmachte, lindern zu können. Die Qual hingegen quälte ihn weiterhin, obwohl er sich nach besten Kräften bemühte, sein Leben weiterzuführen. William erklärte in einem Dokumentarfilm, der vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht wurde, dass der Schock über den Tod seiner Mutter bei ihm immer noch spürbar sei. Der Dokumentarfilm wurde vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Nach dem Schock ist mein Körper immer noch in einem Zustand der Unordnung, obwohl viele Menschen davon ausgehen, dass es unmöglich ist, so lange anzuhalten. Ist es so? In der Dokumentation mit dem Titel Mind Over Marathon, die am Donnerstag auf BBC One gezeigt wurde, machte er die folgende Aussage. Laut Prinz Harry, der auch der Bruder von Prinz William ist, sei es fair, über schmerzhafte Situationen zu sprechen. Prinz Harry ist ein weiteres Mitglied der königlichen Familie. Williams, der jetzt Herzog von Cambridge ist, gab gegenüber der BBC an,
dass er die Entscheidung treffen musste, zu lernen, mit dem Tod eines Elternteils umzugehen, obwohl es ihm schwer fiel, dies zu tun. Williams ist jetzt Herzog von Cambridge. 20 Jahre nach der Tragödie betonte er, dass der Schock immer noch das Bedeutsamste sei, was er über den Tod seiner Mutter empfindet. Dies geschah zu einem sensiblen Zeitpunkt. Anschließend fuhr er fort, indem er erklärte, dass es etwas sei, über das man nie hinwegkomme und dass es eine Zeit in deinem Leben sei, die so wahnsinnig bedeutsam sei, dass sie dich nie verlassen habe. Er erklärte auch, dass es etwas sei, worüber man nie hinwegkomme. Williams behauptet, dass er bei seiner Hochzeit mit Kate, die 2011 in der Westminster Abbey stattfand, sogar seine Mutter dort gespürt habe. Die Zeremonie fand 2011 statt. Wenn Sie jemals Dianas Stärke bewundert haben, liken Sie dieses Video, um ihr Vermächtnis zu ehren. Teilen Sie unten Ihre Gedanken mit. Waren Sie von Williams Geständnis überrascht? Und vergessen Sie nicht, sich für weitere königliche Enthüllungen aus Vergangenheit und Gegenwart anzumelden. Ein Blick auf die Entwicklung von Prinz William als König. Durch Prinzessin Dianas unkonventionellen Erziehungsstil hatten sich Prinz William und Prinz Harry zu jungen Männern entwickelt, die bescheiden und von ihren eigenen Fähigkeiten überzeugt waren. Dies war auf die unkonventionellen Methoden zurückzuführen, die Prinzessin Diana bei der Erziehung ihrer Kinder angewandt hatte. Trotzdem konnte das Buch noch einmal viel bewirken, als sie schließlich verstorben war. William absolvierte seine Schulzeit an einer Reihe der renommiertesten Bildungseinrichtungen im Vereinigten Königreich, angefangen beim Jane Minor Nursery bis hin zur Wetherby Preparatory School in London. Der Zugang zu Privatschulen und Nachhilfeunterricht war für ihn von entscheidender Bedeutung, um auf die Hindernisse vorbereitet zu sein, denen er in der Zukunft begegnen würde. Dadurch konnte er sich auf diese Herausforderungen vorbereiten. Bis zu dem Zeitpunkt, als er das Alter der Reife erreichte, trat er weiterhin in die Fußstapfen des königlichen Feldherrn, der vor ihm gekommen war. Als William sich am Eton College auf dem fortgeschrittenen Niveau seines Studiums befand, konzentrierte er seinen Schwerpunkt auf das Studium der Geographie, Biologie und Kunstgeschichte. Williams war ein Student mit außergewöhnlich hoher Intelligenz. Zu seinen akademischen Leistungen gehörte die Note A in Geographie, aber er erhielt auch die Note C in Biologie und die Note B in Kunstgeschichte. Sein Abschluss in Geographie war einer seiner akademischen Erfolge. Die Gesamtqualität seiner akademischen Leistungen war ziemlich bemerkenswert. Indem er Kapitän sowohl der Fußballmannschaft als auch der Schwimmmannschaft seiner Schule wurde, zeigte er ein großes Interesse an Führung und zeigte sein Engagement für den Sport. Während seines Studiums in Eton war er nicht nur für seine bemerkenswerten Leistungen im Wasserball bekannt, sondern auch dafür, im Gegensatz zur üblichen Praxis, königliche Nachkommen nach Gordonstoun zu schicken, einer Schule, die sowohl sein Vater als auch sein Großvater sehr schätzten. War die Entscheidung, William nach Eton zu schicken, eine Abweichung von der Norm. Es wurde beschlossen, Eton zu besuchen, da es den Anforderungen der königlichen Familie gerecht werden kann. Die Bildungseinrichtung in Eton wurde sowohl von seinem Bruder als auch von Dianas Vater besucht, die beide ehemalige Schüler dort waren. Diese beiden Personen waren beide Studenten in Eton. Nachdem er die Entscheidung getroffen hatte, einen anderen Weg einzuschlagen, hatte Prinz William zugestimmt, seine Familie im Austausch für diese Aktualisierungen regelmäßig über sein Leben zu informieren. Gemäß der Vereinbarung, die zwischen der königlichen Familie und den Sensationsmedien getroffen wurde, wäre William verpflichtet, seine Privatsphäre zu wahren, während er seine Ausbildung fortsetzt. Dies wäre seit Zustandekommen der Vereinbarung der Fall. Der Vorsitzende der Press Complaints Commission, John Wake, sorgte dafür, dass Prinz William als junger Mann wahrgenommen wurde, der während seines Studiums eine bedeutende Entwicklungsphase durchlief. Dies geschah, um die öffentliche Wahrnehmung von Prinz William zu schützen, um zu verhindern, dass er in dieser Zeit als öffentliche Persönlichkeit oder Berühmtheit wahrgenommen wird,
wurde diese Strategie umgesetzt. Diese Maßnahmen wurden mit der Absicht ergriffen, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung seiner Schuljahre zu lenken. Dennoch war Williams Leben als Student nicht frei von Schwierigkeiten. Schon während seiner Schulzeit hatte der Prinz mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen, darunter einer schweren Hirnschädigung. Im Laufe seiner Schulzeit wurde er mit einer Reihe zusätzlicher Schwierigkeiten konfrontiert. Prinz William erlitt im Juni 1999 eine Kopfverletzung infolge eines Unfalls, der von einem Kollegen verursacht wurde, der zum Zeitpunkt des Ereignisses einen Golfwagen fuhr. Aufgrund der Verletzungen, die er erlitten hatte, wurde Prinz William in eine Einrichtung gebracht, die Mitgliedern der königlichen Familie medizinische Versorgung bietet. Um den Schädelbruch zu behandeln, den er sich zugezogen hatte, musste er im Great Ormond Street Hospital operiert werden. Dies war ein wesentlicher Vorgang. Aber die Narbe, die als Folge des Vorfalls auf seinem Kopf zurückblieb, bedeutete nicht das Ende seiner Probleme und Schwierigkeiten. Er sah sich weiterhin Herausforderungen und Problemen gegenüber. Prinz William war in einen weiteren Unfall verwickelt, der sich in einem anderen Fall ereignete. Nachdem er sich 1999 einen Finger gebrochen hatte, beschloss er, sich einer Handoperation zu unterziehen, um weiteren Verletzungen vorzubeugen. Dies geschah, um weitere Schäden zu verhindern. William kam zu der Erkenntnis, dass er nach Abschluss seines Studiums in Eton gerne eine Karriere beim Militär anstreben würde. Zu diesem Entschluss gelangte er nach Abschluss seines Studiums. Während Prinz William gerade dabei war, seine Ausbildung zu beenden, wurde die Scheidung zwischen Prinz Charles und Prinzessin Diana vollzogen. Dies geschah zu der Zeit, als Prinz William seine Ausbildung absolvierte. Als Folge dieser Katastrophe erlebte Prinz William enorme emotionale und mentale Auswirkungen. Da Prinz William es für notwendig hielt, seinen jüngeren Bruder und seine Mutter vor der Kontrolle der Medien zu schützen, nahm er ihnen gegenüber die Position eines geschützten Individuums ein. Aufgrund seiner Wahrnehmung, dass sie Schutz vor den Mainstream-Medien benötigten, wurde dies zu einem entscheidenden Bestandteil. Sie wurde nicht nur von einem Schurkenreporter ausgenutzt, sondern auch von Führungskräften der BBC im Stich gelassen, die sich dafür entschieden, das Problem zu ignorieren, anstatt unangenehme Fragen zu stellen. Es entstand der Eindruck, dass sie ausgenutzt wurde. Aufgrund der wachsenden Aufmerksamkeit, die die Medien der königlichen Familie und insbesondere Prinz William und seinem Bruder Harry schenkten, war Prinz William gezwungen, seine Teenagerjahre damit zu verbringen, mit dem anhaltenden Druck der Öffentlichkeit zu kämpfen. Dies war eine Folge der erhöhten Medienaufmerksamkeit, die sich auf die königliche Familie richtete. William behauptet, dass diese Erfahrung einen Einfluss auf seine Ansichten hatte, insbesondere im Hinblick auf seine Beziehungen zu den Medien und seine Gedanken zum Thema Privatsphäre. Darüber hinaus wurde Prinz Williams Sicht auf Beziehungen und Ehe durch die Tatsache geprägt, dass er bei der Auflösung der Ehe seiner Eltern anwesend war. Dieses Ereignis hatte einen erheblichen Einfluss auf seine Sichtweise. Der Prinz von Wales war von dieser Tragödie zutiefst betroffen. Aus diesem Grund ging er seine romantischen Beziehungen mit Vorsicht an und kümmerte sich etwas um sich selbst, anstatt sich auf andere Menschen zu konzentrieren. Dadurch gelang es ihm schließlich, die Anforderungen seines Privatlebens mit denen seiner öffentlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Dies gelang ihm. Die Wahrnehmung von Prinz William über seine zukünftige Funktion innerhalb der königlichen Familie wurde auch durch die Tatsache beeinflusst, dass seine Eltern eine Zeit lang getrennt gelebt hatten und durch die Konsequenzen, die sich aus dieser Trennung ergaben. Darüber hinaus wurde Prinz William durch die humanitäre Arbeit seiner Mutter motiviert, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten, als er älter wurde. Dies war eine Inspirationsquelle für Prinz William, der in die Fußstapfen seiner Mutter trat. Im Laufe der letzten Jahre hat sich Prinz William als eine der einflussreichsten Stimmen im Kampf um die Sensibilisierung für psychiatrische Dienste etabliert. Es wurde behauptet, dass der Herzog von Cambridge den Weggang seiner Mutter Diana sowie seine eigenen Probleme mit der psychischen Gesundheit erwähnt habe.
Dies ist Teil der Bemühungen, das Stigma zu beseitigen, das mit psychischer Gesundheit und Melancholie verbunden ist. Es war ein bedeutsamer Anlass, als der Prinz in einem Interview mit GQ sagte, dass es für ihn eine transformierende Erfahrung gewesen sei, offen und ehrlich über die Schwierigkeiten zu sprechen, mit denen er konfrontiert war. Daher empfand er Verletzlichkeit nicht mehr als Schwäche, sondern als Stärke. Dies liegt an dem oben genannten Grund. Im weiteren Verlauf verriet er, dass es ihm so gut gehe wie schon lange nicht mehr. Er ist nun in der Lage, offener und ehrlicher über seine verstorbene Mutter zu sprechen, sich besser an sie zu erinnern und in der Öffentlichkeit erfolgreicher über sie zu sprechen. Als Teil seines anhaltenden Engagements für Offenheit wies Prinz William noch einmal darauf hin, dass er fast 20 Jahre gebraucht habe, um diesen Grad an Akzeptanz und Offenheit in Bezug auf seine sexuelle Orientierung zu erreichen. Darüber hinaus gab er zu, dass es ihm manchmal immer noch schwer fällt. Vor allem, weil es damals noch so frisch war. Er sagte, dass dies der Hauptgrund für seine Schwierigkeiten sei. Darüber hinaus räumte er ein, wie schwierig es für ihn sei, den Tod seiner Mutter zu beklagen, und betonte, dass sein Leiden einzigartig sei im Vergleich zu dem der übrigen Menschen, weil alle anderen sich dessen bewusst seien. Er erwähnte auch, dass er sich der Tatsache bewusst sei, dass seine Mutter verstorben sei. Sowohl die Nachricht als auch sie waren allen bekannt, und jeder war sich der Situation bewusst. Als Prinz William sich mit der Aufmerksamkeit auseinandersetzte, die der Tod seiner Mutter mit sich brachte, und mit den Nachrichten, die in verschiedenen Boulevardzeitungen veröffentlicht wurden, fiel es ihm schwer, die Geschehnisse zu verstehen. Seine einzige Ausweichmöglichkeit bestand darin, während der gesamten Tortur zu schweigen. Das war jedoch nicht das Einzige, was passierte. Sie haben nicht nur meine Mutter und den Rest meiner Familie im Stich gelassen, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Sie sind alle von dir enttäuscht. Anschließend äußerte er gegenüber GQ seine Enttäuschung und bemerkte, dass er unglücklich darüber sei, dass seine Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, sowie seine Frau Kate, die Herzogin von Cambridge, nie die Gelegenheit bekommen könnten, seine Mutter kennenzulernen. Er erklärte auch, dass er enttäuscht sei, dass seine Mutter nicht sterben würde. Er fuhr fort, indem er sagte, dass er die Gelegenheit, Catherine kennengelernt zu haben und das Wachstum seiner Kinder beobachtet zu haben, sehr geschätzt hätte und dass er sich von ihr beraten lassen wollte. Er sagte auch, dass er gerne ihren Rat gehabt hätte. Es besteht kein Zweifel, dass Prinz William offensichtlich am Boden zerstört war von der Vorstellung, dass sie nie die Gelegenheit haben würde, so etwas zu erleben, und dass seine kostbare Familie nie die Chance bekommen würde, Prinzessin Diana kennenzulernen. Das lässt sich nicht leugnen. Er hatte diese Informationen mit Alistair Campbell geteilt, einem Journalisten und Politiker. Er hatte ihm diese Informationen weitergegeben. Nachdem der Prinz sein Schweigen über seinen Verlust gebrochen hatte, hörte er damit nicht auf. Er fuhr fort, dem Publikum seine Angst zum Ausdruck zu bringen. Er initiierte 2016 die Kampagne Heads Together, die er gemeinsam mit seinem Bruder Prinz Harry und seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales, durchführte. Die Kampagne war eine gemeinsame Anstrengung der drei. Die beiden Hauptziele der Kampagne waren die Beseitigung des Stigmas, das mit der psychischen Gesundheit verbunden ist, und die Ermutigung von Einzelpersonen, Hilfe zu suchen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Indem William seine persönlichen Probleme auf eine unerwartet ehrliche Weise offenlegte, hat er gezeigt, dass er den großen Wunsch verspürt, andere zu motivieren, in seine Fußstapfen zu treten und die gleichen Herausforderungen zu meistern wie er. Laut einer Aussage, die dem Prinzen zugeschrieben wurde, war die psychische Gesundheit mit einem erheblichen Stigma behaftet. Ihre Angstgefühle waren ein Hinweis darauf, dass ihnen die Kraft fehlte, mit der Situation umzugehen. Dennoch ist es etwas, das jeder Einzelne von uns tut. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, nur ein kleiner Teil von uns diskutiert tatsächlich darüber. Allerdings kritisierte er auch die Kultur der toxischen Männlichkeit,
die es seiner Meinung nach für Männer schwierig mache, über die Probleme zu kommunizieren, mit denen sie im Zusammenhang mit ihrer psychischen Gesundheit konfrontiert seien. Wer mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hat, kann zu jeder Tages- und Nachtzeit das Krisentechnologie-Unterstützungsprogramm Shout nutzen. In der Zeit, die seitdem vergangen ist, hat William einen wichtigen Beitrag zur Einführung wichtiger Initiativen zur psychischen Gesundheit geleistet. Darüber hinaus initiierte er die Entwicklung einer Plattform namens Mental Health at Work, die sowohl Mitarbeitern als auch Unternehmensinhabern Hilfestellung bietet. Darüber hinaus ist er in dem Bemühen, offene Gespräche über psychische Gesundheit zu fördern, noch einen Schritt weiter gegangen, indem er offene Chats mit anderen Personen wie Sportlern, Prominenten und Fachleuten geführt hat, die sich auf das Thema psychische Gesundheit spezialisiert haben. Prinz Harry und seine Trauer. Ebenso wie Prinz William hatte auch Prinz Harry lange Zeit Schwierigkeiten, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Der jüngere Prinz hingegen scheint etwas anders mit seiner eigenen Melancholie umgegangen zu sein als sein Bruder, was eine interessante Beobachtung war. Sie wären nicht nur erstaunt, wenn sie sehen würden, wie Prinz Harry mit seiner Melancholie umgeht, sondern sie würden auch besser verstehen, warum er sich von Prinz William unterscheidet. Aufgrund der Tatsache, dass Prinz Harry kürzlich in einem Interview deutlich machte, dass er seine Trauer viel tiefer vergrub als sein Bruder. Prinz William war die Erfahrung, sie nach einigen Jahren schließlich auszugraben, viel mühsamer, als es sonst der Fall gewesen wäre. Aufgrund von Williams Rat entschloss er sich, sich behandeln zu lassen, was die enorme emotionale Belastung ans Licht brachte, die er seit seiner Kindheit getragen hatte. Ein möglicher Grund für die sehr unterschiedlichen Folgen, die die Jungen erlebten, ist, dass sie unterschiedlich alt sind. Dies ist eine der wahrscheinlichen Auswirkungen der Situation. Es ist wahrscheinlich, dass Harry, der erst 12 Jahre alt war, als Diana im August 1997 starb, nicht alt genug war, um die Schwere des Geschehens vollständig zu begreifen. Dies liegt daran, dass Harry sich der Schwere dessen, was geschehen war, nicht bewusst war. Laut Harry begann er sogar zu glauben, dass es normal sei, keine Mutter zu haben. Er hat dies bereits zuvor geäußert. Andererseits war das nicht der Aspekt, der mich am meisten überrascht hat. Danach verriet Harry weiter, dass er seit dem Tod seiner Mutter nur 2-mal Tränen vergossen habe, was im Vergleich zu dem Schmerz, der zu dieser Zeit im ganzen Land herrschte, eine bemerkenswerte Aussage ist. Harrys Kommentar erfolgte als Reaktion auf die Tatsache, dass seine Mutter verstorben war. Der Prinz vergoss 2-mal hintereinander Tränen. Das erste Mal bei der Beerdigung und das zweite Mal danach, als er beobachtete, wie eine Nation ihr kollektives Herz freigab. Beide Vorfälle waren für den Prinzen von Bedeutung. Während eines Gesprächs, das sowohl offen als auch ehrlich war, fragte sich Prinz Harry, wie es möglich sei, dass so viele Menschen bei so vielen Menschen weinten und ein so hohes Maß an Emotionen zeigten. Als Harry 12 Jahre alt war, behauptete er, dass ihn die Tatsache verblüffte, dass Personen, die seine Mutter noch nie getroffen hatten, eine intensivere Bindung zu ihr zu haben, schienen als er. Harry erklärte, dass dies etwas sei, was er noch nie zuvor erlebt habe. Aufgrund der Tatsache, dass sie nach Dianas Tod weiterhin in Balmoral wohnten, wurde die königliche Familie zunächst kritisiert. Sie habe keinen Kontakt zum Leid der Öffentlichkeit. Dies wurde den Medien zur Kenntnis gebracht, und sie nahmen es zur Kenntnis. Nach der Trauerfeier in der Westminster Abbey wurde Diana in einer privaten Zeremonie auf einer Insel mitten in einem See auf dem Althorp-Anwesen beigesetzt, das Spencer angestammtes Anwesen in der Nähe von Northampton ist. Die Zeremonie fand unmittelbar nach der Trauerfeier statt. Obwohl man glaubte, dass es zu Ende sei, ertrugen die beiden Prinzen weiterhin ewige Qualen. Wieder einmal brachte Harry die Tatsache zur Sprache, dass er alle seine Gefühle seit mehr als 20 Jahren unterdrückt hatte. Er betonte, wie schwierig es sei, die psychologischen Auswirkungen zu begreifen,
die eine solche Trennung auf ein kleines Kind haben würde. Diese Diskussion fand Anfang dieses Jahres statt. Kürzlich gab er zu, dass er mit Ende 20 kurz vor einem Zusammenbruch stand. Und das macht sein jüngstes Geständnis umso emotionaler, da er nun offener mit dem Thema umgeht. Er enthüllte, dass ihm die früheste und grundlegendste Erleichterung, die ein Kind haben kann, entgangen war, nämlich die liebevolle Umarmung einer Mutter. Harrys Kummer wurde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und er erklärte, wie er die Zuneigung seiner Mutter vermisst hatte. Er fuhr fort, indem er sagte, dass Prinzessin Diana die fantastischste Mutter der Welt sei und dass sie eine wundervolle Umarmung sei. Er sagte dies, nachdem er seine vorherige Aussage beendet hatte. Als Prinz Harry während des Interviews auf Fragen antwortete, erklärte er, dass er dieses bestimmte Familienmitglied vermisse. Dieses Eingeständnis erfolgte in einem Moment echter Trauer. Harry fuhr fort, dass seine Mutter eine ständige Präsenz in seinen Gedanken sei, genau wie sie es in Williams ist, und dass dieses Wissen wenig dazu beitrage, die Traurigkeit, unter der er leide, zu lindern. William erwähnte auch, dass seine Mutter in seinen Gedanken häufig anwesend sei. Er fuhr fort, dass es keinen einzigen Tag gebe, an dem er und der ältere Prinz sich nicht wünschten, sie wäre nach all den Jahren noch am Leben. Wenn Sie an sie denken, fragen Sie sich, was für eine Mutter sie heute gewesen wäre, welche Rolle sie in der Öffentlichkeit gespielt hätte und welchen Unterschied sie gemacht hätte, wenn sie noch gelebt hätte. Beginnend mit seinen frühen Jahren als junger Prinz und endend mit dem herzzerreißenden Tod seiner Mutter Diana sowie dem Kummer, den er erlitten hat, als er die Last der königlichen Verantwortung trug, war Prinz Williams Reise voller Privilegien und Qualen. Zu Beginn seiner Reise war er ein junger Prinz. Im Laufe der letzten Jahre ist er zu dem Schluss gekommen, dass er seinen Schmerz in Dienste verwandeln wird, indem er offen und ehrlich über seine Probleme mit der psychischen Gesundheit und Trauer spricht, arbeitet Prinz William an dem Ziel, neu zu definieren, was es bedeutet, ein Mitglied der modernen königlichen Familie zu sein. Er strebt danach, die Rolle eines Anführers zu übernehmen, der nicht nur für seine Verantwortung verantwortlich ist, sondern auch mitfühlend und unterstützend gegenüber anderen unter seiner Verantwortung ist. Da er nun ein hingebungsvoller Ehemann von Catherine, Prinzessin von Wales, und ein liebevoller Vater von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ist William entschlossen, eine Zukunft zu schaffen, in der das emotionale Wohlergehen des Einzelnen im Vordergrund steht. Nicht nur innerhalb seiner eigenen Familie, sondern in der gesamten Gesellschaft. Er ist Vater von Prinz George, Prinz Charlotte und Prinz Louis. Er hat einen langen Weg zurückgelegt, von einem kleinen Kind, das von Traurigkeit belastet war, zu einem Mann, der endlich bereit ist, zu heilen und anderen dabei zu helfen, dasselbe zu tun. Zu diesem Zeitpunkt hat er einen langen Weg zurückgelegt. Wie weit er gekommen ist, zeigt die Tatsache, dass er offen und ehrlich über den Tod seiner Mutter und die tiefgreifenden Auswirkungen, die dieser auf ihn hatte, spricht. Er zeigt weiterhin Mitgefühl für diejenigen, die durch den privaten Bereich der Trauer leiden, der Öffentlichkeit verborgen bleibt, und schenkt darüber hinaus Empathie und Solidarität gegenüber Personen, die Verluste erlitten haben, über die nicht berichtet wurde. Er weitet diese Gefühle auf Menschen aus, die ihre Verlusterfahrungen nicht preisgegeben haben. Durch das Festhalten an den Werten seiner Mutter und die Wahrung einer hohen Wertschätzung für die Dinge, die sie ihm als Erbe hinterlassen hat, hat Prinz Williams bedeutende Fortschritte bei der Würdigung des Erbes seiner Mutter gemacht, das er als dauerhaft bezeichnet hat. Zweifellos bereitet er sich darauf vor, irgendwann in der Zukunft die Rolle des Königs zu übernehmen. Diese Schlussfolgerung kann nicht bestritten werden. Prinz William führt nicht nur mit Tradition, sondern auch mit seinem leidenschaftlichen Herzen. Er führt mit Integrität. Und jetzt fragen wir Sie, glauben Sie, dass Williams Geständnis längst überfällig war? Oder hat die königliche Familie zu viele Wahrheiten im Schatten gehalten? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare. Like das Video. Wenn du an der Seite von Diana stehst,
und abonnieren Sie, wenn Sie mehr unerzählte Geschichten hinter den Toren des Palastes wünschen.